Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr alle. Gucken wir, was der Tag uns für Input mitgibt. Danke für eure Treue. Für mich und meinen Kanal. Freut mich immer enorm. Ja, wir haben gleich schon mal eine Zahl dabei. Das ist hier die 6. Und im Prinzip ist es so, dass wir so ein bisschen einen Weckruf kriegen, weil irgendwas nicht im Gleichgewicht ist und wir wieder Führung aufnehmen sollen. Das kann jetzt eine Vertrauenssache sein in Partnerschaften, das kann eine Vertrauenssache sein in dein eigenes Schöpfertum, in dein eigenes Schaffen, in dein eigenes Kreieren. Möglicherweise hast du hier auch so ein bisschen eine neblige Situation zwischen zwei Menschen oder zwischen der Vergangenheit und dem Heute. Es kann hier speziell um Verstrickungen auf dem Freundschaftsbereich auch gehen. Irgendwie scheint Vertrauen ein Thema zu sein. Möglicherweise auch Einflüsse von anderen Personen, die da so ein bisschen Unfrieden mit stiften, aber auch verbunden mit einem Schatten, ne? Ich meine, im Prinzip ist es ja so, wie viel Freunde hat man, wie viel Toleranz ist in diesem Bereich möglich, was muss eine Freundschaft aushalten, was nicht. Und ich glaube, dass es sich jetzt nicht mal speziell um die Personen geht, die man so nennt. Vielleicht sind da auch gerade keine und das wirft diesen Schatten auf. Und hier möchte etwas angeguckt werden, ein spezielles Gefühl in uns vielleicht auch, das man mit diesem Thema verbindet. An sich sieht man hier aus dem Umfeld raus schöne Energien, die irgendwie auch einen Erfolg mitbringen, die ein bisschen Blockaden lösen, die eine Energie, die sehr hinderlich war, das sieht man hier speziell auf den Emotionen drauf, wieder beruhigen, verbindlicher machen. Möglicherweise sind auch bei den Themen Freiheit und Unabhängigkeit hier. Was verbindet mich mit Menschen finanziell? Was verbindet mich mit Menschen freundschaftlich? Wo bin ich selbstlos oder wo mache ich etwas nur, weil es von mir verlangt wird oder mit einem gewissen Zweck? Die Selbstliebe ist hier gefragt. Die Inspiration auch, die man so im Alltag mitnimmt, das ist so der Moment, wo du dir selber auf die Schulter klopfst und sagst, Mann, das habe ich jetzt mal richtig gut gemacht, ne? Da fahre ich meinen Erfolg ein, da kann ich emotional mir was zurückgeben. Das mag sein, du hast etwas durchgehalten oder Blockaden über längere Zeit umgangen, also nicht umgangen als Verdrängung, sondern du bist immer wieder den Berg rauf und hast dich nicht hindern lassen. Und hier kommt hier auch der Zuwachs, ne? Emotionale Fülle und hier im kleineren Bereich auch ein gutes seelisches Gefühl, verbunden mit einer Qualität auf den Finanzen, die sich da auch auswirkt, wo man so ein bisschen mehr Wachstum wieder hat und auch einen klareren Blick auf die Dinge. Das, was hier liegt, das ist schon mal ganz speziell und gut, denn es sagt mir, dass dass wir in der Distanz ganz gut wahrnehmen können, wo das Schicksal hier in einem rumbohrt. Das habe ich hier speziell auf den Themen der Familie. Also das können hier sehr gut Trigger sein aus dem Familienfeld, die sich im Umfeld dir zeigen. Eine Wiederholung von Dingen,
ein Verhalten, das dich triggert, alles kann das sein, aber es ist gleichzeitig verbunden mit einer Energie, die hier sehr beruhigend wirkt. Also du kannst hier durch das, was hier Schatten aufwirft, tatsächlich auch einen Kampf beenden, ein Schwert niederlegen, einen schicksalshaften Knoten platzen lassen. Energie schöpfen aus dem Rückzug liegt hier auch, und ich habe hier auch diese Energie von einem Konflikt, mit dem man rumkämpft, der eigentlich nicht nötig ist. Ja? Also es ist nur ein Trigger. Hier gehen schöne neue Türen auf. Türen, die dir ermöglichen, auch so ein Element, das trennend wirkt, in die Nähe zu bringen. Jetzt sehe ich den Triggerpunkt eigentlich genauer. Es geht um Verletzungen, Verrat und Enttäuschung. Ja, das können auch Eifersüchteleien zum Beispiel sein. Und ich sehe, dass das so ein bisschen so sich anfühlt, als hätte man dir dein Fundament angeschnitten mit der Sense. Und irgendwas sitzt da tief und bohrt hier rum. Und trotzdem dient es am Ende, dir eine neue Tür zu öffnen, nämlich in dem Punkt, wie reagiere ich auf das Verhalten, und es wirkt hier sehr gut und ausgleichend. Es kann sein, dass wir hier sehr gedankenlastig sind, weil wir uns natürlich überlegen, was soll das? Ja? Warum? Manchmal gibt es eben keine Antwort auf das Warum, aber wir gucken hier in die Veränderungen rein, die uns weiterbringen. Und hier hätte ich das auch so, wenn eine Tür zugeht, geht eine neue auf und ermöglicht dir hier neue Wege für dich, auch stabilere Wege, wo du hier, wenn wir oben jetzt gucken, alles dient hier einem Weckruf, dass wir wieder etwas ins Gleichgewicht bringen. Das gelingt uns hier sehr gut. Was ich auch noch habe, ist hier bei der Kommunikation, dass etwas unausgesprochen sein kann, dass jemand sich zurückhält, dass jemand überanalysiert oder Dinge auch sucht, die hier, ich sag mal, die in der Kommunikation als Vorwurf gehalten werden könnten, wenn man denn so will. Das sind mir zu viele. Was für ein Thema kriegen wir? Ja, sage ich ja, Flashback. Ne? Das ist hier nichts, was tatsächlich eine Rolle spielt. Das sind nur Triggerfaktoren. Die gehören am Ende nicht mal der Person, die es jetzt betrifft, sondern es ist nur die Erinnerung an etwas, was dich tief getroffen hat. Und da wird alles in Frage gestellt. Ein Trigger, ein Flashback der Vergangenheit. Und es ist trotz allem die beste Zeit, jetzt das zu lösen und die Verbundenheit mit allem zu spüren. Ne? Dieses All-Eins-Sein, was da auch dahinter steckt. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Ja, der Mond schwingt mit, da sind die Gefühle sowieso groß, da geht es um seelische Dinge, es geht um Veränderungen, es geht um deine Fruchtbarkeit auch in diesen Bereichen. Ne? Wo kommt man weiter oder wo braucht etwas wieder diesen Samen, dass man aufblühen kann. Möglicherweise ist die Energie hier auch sehr schwankend. Wir haben den Mond hier gleich oben auch als verbunden mit den Wolken, so als Qualität von, hier ist etwas nicht richtig sichtbar oder etwas wirkt vernebelt. Hier hat sich eine Karte eingeschlichen, deshalb nehme ich sie noch. Es geht darum, dass man irgendwas genesen kann. Wir haben hier das Trostpflaster. Eine Wunde, die man versorgt und pflegt sozusagen. Und wir haben hier unten noch Juno. Also es kann um Seelenpartner gehen, Beziehungsfragen oder auch in Ehedingen der Fall sein. Wir nehmen noch eine kleine Eule.
Und dann ja, du bist traurig, frustriert, deprimiert, wenn du deine wahren Gefühle offen zeigst, ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, du bist so stark, dass du keine Maske brauchst. Wunderbar, ihr Lieben. Ich drücke euch. Bis morgen.